Der neue Handelstag steht an. Gestern hatten wir unsere Inflationsdaten in den USA bekommen. 3,4%. Eigentlich genau das, was auch erwartet worden ist. Gab eine ordentliche Bewegung bei uns im Goldchart. Eine ordentliche Liquidierungskerze auf die 4.380 US-Dollar runter und dann eigentlich auch direkt wieder nach oben geschossen. Was wir jetzt möglicherweise am heutigen Tag für Gold erwarten können, beziehungsweise wie auch es bei Bitcoin ausschaut, gehen wir natürlich gemeinsam hier in einem Update-Video einmal durch. Daher auf jeden Fall zum Beginn des Videos einmal direkt, wenn du es noch nicht gemacht hast, deinen Kaffee schnappen und natürlich unten einmal ein paar Likes auf das Video einmal kurz durchgeben. Und dann würde ich sagen, lass uns einmal kurz in die News-Daten reinschauen. Was steht für den heutigen Tag an? Und dann gehen wir natürlich wie gewohnt einmal in die Chartanalyse rein. Gucken wir uns das Ganze einmal an. Also gestern, wie gesagt, CPI-Daten, die rausgekommen sind, hatten wir gestern ja auch im Livestream ganz gut drüber gesprochen gehabt. Ist genau herausgekommen wie erwartet. Gab eine, ja, sehr interessante Bewegung bei Gold, die wir uns gleich anschauen werden. Ansonsten stehen jetzt am heutigen Tag auch wieder ein paar News-Daten an. Ihr seht hier in 44 Minuten. Das heißt, wahrscheinlich genau in dem Moment, wo das Video online kommt, gibt es einmal Daten aus Großbritannien. Für uns eigentlich relativ wenig interessant. London Session startet ja sowieso erst danach. Dann haben wir um 14:30 Uhr nochmal Jobclaims und die PPI-Daten in den USA, die kommen werden. Und natürlich am Freitag nochmal Core Retail-Sales-Daten aus den USA. Könnte auch nochmal ein bisschen Bewegung im Markt reingeben. Aber die großen Wirtschaftsdaten sind jetzt eigentlich erledigt und es schaut jetzt wieder einiges so ein bisschen auf die nächste Woche. Nächste Woche, dann gehen wir natürlich alles im Detail durch. Allerdings haben wir natürlich noch weiterhin einmal das Auge drauf auf den nächsten Monat, den Zinsentscheid hat sich auch mit den Daten von gestern ein wenig verändert. Und zwar sehen wir es hier, 60% aktuell für gleichbleibende Zinspolitik, nur noch 40% für eine Zinserhöhung. Ich meine, es ist am 16. September, da ist auf jeden Fall noch ordentlich Zeit hin. Das heißt, da kann sich auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten einiges tun. Aber seit gestern hat sich da auf jeden Fall schon mal ein bisschen verändert. Gucken wir jetzt einmal kurz in den traditionellen Markt, beziehungsweise starten wir einmal direkt bei Gold rein. Kurzer Überblick natürlich einmal für dich, beziehungsweise für alle unsere Goldtrader. Wie sieht der heutige Tag denn aus? Starten wir einmal hier mit dem 1-Stunden-Chart. Wir sehen es ganz gut. Wir hatten uns gestern folgende Trendlinie einmal eingezeichnet gehabt, dass wir bei Gold weiter in einem wunderschönen Aufwärtstrend sind. Eigentlich auch schon die ganze Zeit seit Anfang August sind wir in einem wunderbaren Aufwärtstrend. Ich hatte jetzt die Trendlinie einmal von dieser Woche gezogen. Wir sehen es ganz gut, wir haben diese Trendlinie jetzt einmal durchbrochen mit dem heutigen Morgen, beziehungsweise mit der Asia-Session. Asia-Session gab diesmal einen ordentlichen Abverkauf nach unten. Testen die Trendlinie jetzt einmal ein wenig an. Deshalb sind folgende Zonen auch für uns jetzt am heutigen Tag nochmal sehr, sehr interessant. Wie immer, ihr kennt es, Asia tief natürlich, das, was wir uns einzeichnen müssen. Durchaus nochmal sehr, sehr relevanter Bereich. Asia Low und natürlich auch das Asia High. Asia High heute wunderbar auch das Hoch rausgenommen gehabt. Asia High bei 4.450 US-Dollar. Das sind so mal die Key-Bereiche, die wir uns definitiv mal auf den Augen haben müssen. Haben auch noch einen schönen Widerstandsbereich hier einmal über uns sitzen. Ihr seht Asia High auch eine schöne Wick auf jeden Fall drin. Auch die Wick sitzt auch noch unter uns. Also wir haben weiterhin die Wick von unserer News-Bewegung noch schön unter uns. Ihr seht es ganz gut. Also nicht nur vom Volumen her sitzt da einiges drunter. Können uns ja mal das Volumenprofil auch hinziehen. Aber wir haben einmal einen schönen Supportbereich. Es ist sogar hier einen schönen Supportbereich mit der Wick zusammen. Das könnte gegebenenfalls auch nochmal eine interessante Buy-Area sein, um hier auf die Wick-Füllung zu gehen. Gehen wir mal kurz einmal das Volumen abchecken und dann auch in den kleineren Timeframe bei Gold rein. Wenn wir Asia-Session zu Asia-Session nehmen, sehen wir ganz gut, dass das Volumen aktuell über uns ist. 4.409, durchaus möglich. Push auf das Volumen rauf, auf den POC oben drauf und dann eigentlich die Entscheidung. Entweder wir werden die Bewegung einmal nochmal abholen, beziehungsweise nochmal Richtung Wick losgehen, vielleicht London Session hier unten nochmal einen kleinen Move nach unten reingehen. Ich könnte mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir, und ihr seht es ganz gut, das Volumen ist hier schön über uns, dass wir auch die ganze Asia-Bewegung ein wenig nochmal abholen. Gehen wir da mal in einen kleinen Timeframe rein. Wo sind jetzt hier vor allem mit den EMAs wichtige Zonen? Und dazu könnt ihr euch natürlich wie immer den EMA-Trendscanner bei uns einmal kurz reinladen. Kriegt ihr bei uns im Discord. Aktuell eher bärisches Setup. Wir sind auf dem 50er EMA gelaufen. Bildet sich auch gerade ein Short-Setup. Ich würde auf jeden Fall Teilprofite rausnehmen. Klar, in der Wick.
Das sind hier 4.386 US-Dollar. Ansonsten offener TP natürlich unten in den nächsten wichtigen Support-Zonen. Gehen wir natürlich auch einmal über unsere Position drüber. Also wie du siehst, ich habe hier noch meine Bitcoin-Position, läuft hier aktuell minimal im Profit. Vorhin auch schöne Profite auch mitgenommen gehabt. Hier seht ihr, ich habe hier schon auch ein bisschen was aus meiner Position rausgenommen, schon mal ein paar Positionen rausrealisiert. Gehen wir da natürlich in die Chartanalyse auch rein. Wo hast du am heutigen Tag Positionen, die du bei Bitcoin mitnehmen kannst? Wir sehen es ganz gut, weiter ein Abwärtstrend ist aktiv. Wir kommen nicht wirklich so über unseren großen Abwärtstrend einmal von dem All-Time-High drüber. Das ist ja schon seit etlichen Monaten im Markt drin. Aber wenn wir uns auch den Tageschart jetzt einmal anschauen, sehen wir es auch vor allem mit dem EMA ganz gut, dass wir hier wieder dabei sind, den 50er Daily EMA anzutesten. Wir haben gestern einen schönen Testversuch gewagt, 1, 2, 3 Mal unter dem 50er EMA geschlossen. Auch jetzt hier die folgende Tageskerze sieht zwar erstmal bullisch aus, aber das sieht mir gerade auch wieder danach aus, als würden wir auch unter dem 50er EMA schließen. Einen schönen Chart, schöne Vektorkerze gerade im 15-Minuten-Chart reingekommen, sehe ich gerade sogar hier beim Recorden vom Video. Mögliche Positionen, die wir hier mitnehmen können, 1-Stunden-Chart, gucken wir uns einmal nochmal an. Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass die Sell Area definitiv noch aktiv ist. Gucken wir uns einmal auch den Trendscanner einmal mit dazu an, was der uns da an Positionen mitgibt. Also die Sell Area durchaus nochmal sehr, sehr interessant für uns. Speziell auch nochmal das letzte Hoch hier. Ja, beim 300er EMA durchaus auch nochmal eine sehr, sehr interessante Zone. SL auf jeden Fall über das letzte Hoch, also über die 64.500 US-Dollar. Da sollte auf jeden Fall mal mindestens der SL liegen. Vielleicht rücksetzt hier auf den 300er EMA, um dann vielleicht hier eine Short-Position mitnehmen zu können. Wir haben aber diesen Support-Bereich relativ gut gehalten. Auch gestern, als wir den Abverkauf gesehen haben, mit den News-Daten beziehungsweise zum US-Opening, ehrlich gesagt, haben wir hier einen wunderschönen Support. Solange dieser Support im 1-Stunden-Chart hält, können wir davon ausgehen, dass wir durchaus das Potenzial haben, sogar mit in den nächsten paar Tagen, wenn wir hier so ein bisschen seitwärts laufen oder in den nächsten paar Stunden, vielleicht echt so Richtung Freitag, das Potenzial haben, auch nochmal diesen Abwärtstrend anzulaufen. Und das ist eigentlich so der Bereich, der für mich sehr, sehr interessant für eine mögliche neue Short-Position sein kann. Das sind die 65.000 US-Dollar. Und wenn wir uns einmal die Liquidierungszonen anschauen, sehen wir eigentlich ganz gut, dass speziell über uns bei den 66.000 US-Dollar sich massiv was an Liquidität aufgebaut hat und 66.000 US-Dollar. Schaut da mal, welches Level das genau ist. Richtig, das ist unsere Key-Zone für Bitcoin, wo eigentlich die komplette Entscheidung stattfinden wird. Sollten wir die Key-Zone 67.000, 66.000 US-Dollar nach oben durchbrechen bei Bitcoin, kann ich mir vorstellen, dass wir auch sogar das richtige Potenzial haben bei Bitcoin, Richtung 70.000 US-Dollar und diesem großen Abwärtstrend nach oben anzulaufen. Und da ist es wirklich so der entscheidende Tag, der bei Bitcoin dann wirklich kommen wird. Das kann aber, wie du auch siehst, sich problemlos noch bis Ende August, Anfang September hinziehen, wo wir erst eine richtig finale Entscheidung sehen können, ob es hier nochmal eine Etage tiefer geht, wir eine richtig ordentliche Short Confirmation reinbekommen. Eigentlich das gleiche, was wir auch im Mai gesehen haben. Möglicherweise dann natürlich auch hier Richtung Ende August, Anfang September nochmal an die Trendlinie ranlaufen, denn ihr seht ganz gut, wenn wir auf den Daily Chart gehen, die Trendlinie, die hält uns da in den letzten Monaten ordentlich nach unten. Einmal den Scanner aus. Die Trendlinie hält uns da auf jeden Fall ordentlich nach unten. Wenn wir die Trendlinie auch vielleicht vom All-Time-High ziehen, können wir es auch noch einmal machen. Das macht die ganze Sache nicht besser. Auch da haben wir einen ordentlichen Abwärtstrend drin. Das würde auch, wie gesagt, Ende August irgendwo sowas zwischen 67.000, 68.000 US-Dollar durchaus uns zwar kleines Potenzial geben, aber übergeordnet uns natürlich trotzdem noch in die weiteren Short-Richtungen drängen. Ich flippe mich erst richtig, richtig bullisch, wenn wir auf jeden Fall es mal schaffen, einerseits natürlich klar unsere Key-Zone zu überbrechen. Oh, ihr seht das gar nicht, ist ein bisschen weit rausgesucht, hier unsere Key-Zone zu überbrechen und natürlich, wir müssen das letzte Hoch rausnehmen. Sollten wir es nicht schaffen, bei Bitcoin hier dieses letzte Hoch rauszunehmen, bei den knappen 83.000, 84.000 US-Dollar, müssen wir uns sowieso eher auf die Short-Variante einstellen. Ich möchte noch mal einen kurzen Blick einmal auf auch Ethereum drauf werfen, ob wir da am heutigen Tag vielleicht auch schon Ideen finden, vielleicht neue Positionen mitzunehmen. Ah, interessant. Okay, lass uns mal kurz reinschauen. Das war unsere Swing Area. Sollten wir da noch mal reinlaufen, würde ich es auf jeden Fall definitiv noch mal interessant finden, dort Positionen mitzunehmen.
Es könnte aber auch, wie gesagt, dann nochmal so ein bisschen Zeit brauchen. 15-Minuten-Chart gucken wir uns auch bei Ethereum einmal fix an, ob man da vielleicht am heutigen Tag Positionen mitnehmen kann. Einmal kurz die EMAs mit dazu. Schön bullischen Move gesetzt. 50er EMA, wunderschönen Support gehalten. Also dieses Level hält bei Ethereum echt sehr, sehr gut. Das ist eigentlich eine sehr, sehr starke Buy-Area auf jeden Fall. Sollten wir jetzt nochmal einen Rücksetzer runtersehen auf den 50er EMA, und das ist jetzt gerade auch so 15-Minuten-Chart, haben wir bald einen bullischen Cross drin. Da kann man sogar auch bei Ethereum dann gegebenenfalls eine Long-Bestätigung abwarten, beziehungsweise dann auch die Long-Trade-Position mitnehmen. Warum ist jetzt Ethereum eher long gerichtet und warum sehe ich bei Bitcoin eher den Short-Move? Liegt im Endeffekt darum, dass wir bei Ethereum über den Daily 50er EMA sind, und wenn wir uns das gerade bei Bitcoin anschauen, das hatten wir uns ja kurz vorher angeschaut gehabt, Bitcoin, der fliegt hier auf jeden Fall noch weit unter dem 50er Daily EMA rum. Ich würde mich bei Bitcoin erst richtig, richtig bullisch flippen, wenn wir natürlich einerseits hier den Break nach oben sehen, und wir müssen mal hier diese Trendlinie überbrechen. Sollte die Trendlinie nicht gebrochen werden, ist das Ding eigentlich sowieso eigentlich für mich eher bei Bitcoin in der Short-Variante. Das war es ansonsten zum kurzen, entspannten, schnellen Update hier einmal zu Bitcoin und natürlich auch Ethereum, den wir einmal reingepackt haben. Bei Gold, wie gesagt, wichtigste Zonen habe ich dir direkt einmal hier durchgegeben. Jetzt sehen wir hier sogar einen schönen Push nach oben bei Gold einmal an. Vielleicht durchaus wirklich das Potenzial, hier Richtung unsere nächste Sell-Zone nach oben ranzulaufen, oder auch vielleicht sogar hier einmal nur die nette Short-Confirmation zu bekommen, um hier nochmal den Move nach unten mit reinzunehmen. Wir werden natürlich gleich wieder gemeinsam uns in der London-Session uns den Markt anschauen. Daher schau auf jeden Fall, dass du definitiv den Kanal abonniert hast, dass du hier keine Livestreams und auch keine Update-Videos verpasst. Also auf jeden Fall Glocke aktivieren. Lass dir sehr gerne noch mal ein Like da, schnapp dir deine Tasse Kaffee. Wenn dein Kaffee noch nicht ready ist, dann flitz gerne mal jetzt in die Küche, mach dir einen Kaffee und dann sehen wir uns allerspätestens, ich denke so gegen 9 Uhr, wieder bei uns im Livestream.